Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute reden wir über Dinge, die ich an Sydney liebe. Dieses Video ist sehr überfällig. Viele Leute, die ich auf YouTube schaue, das ist normalerweise das erste Video, das die machen. Für mich kommt es etwas später, aber hier sind wir. Hier sind meine 10 Dinge, die ich an Sydney absolut liebe. Nummer 1, die Balance zwischen Strand- und Stadtleben und den Bergen. Sydney hat weltberühmte Strände hier und die sind absolut schön. Du hast hier die Coastal Walks, wo du von Strand zu Strand laufen kannst. Du kannst dir einen Strand aussuchen. Du hast hier das busy Stadtleben, wo du Männer und Frauen in Anzügen durch die Stadt rennen siehst, Montag bis Freitag, und dann Samstag, Sonntag ist die Stadt sozusagen tot, weil jeder am Strand hockt. Und du hast hier die Berge nur 2 Stunden Fahrt entfernt. Die Blue Mountains sind sehr nah und sehr greifbar und man kann am Wochenende locker zu den Blue Mountains fahren und wandern gehen. Und da wir gerade im Winter sind und das zum Thema passt, du musst hier nicht aufs Skifahren verzichten. 4 bis 6 Stunden Autofahrt kommst du hier ins Skiresort und kannst im Winter Skifahren. Du hast hier wirklich von allem etwas. Nummer 2 ist mit Abstand die Frühstückskultur. Ich bin ein Mensch, der liebt zu frühstücken. Frühstück ist die beste Mahlzeit des Tages. Du kannst mich nicht anders überzeugen. Die Frühstücks- und Brunchkultur ist hier sehr angesehen. Leute pilgern durch die Stadt einem Samstag oder einem Sonntag, um 1 Stunde an einem Café anzustehen, das die unbedingt ausprobieren möchten oder lieben. Jedes Café versucht ein bisschen innovativ zu sein, ein bisschen was anderes zu kreieren. Eine Zeit lang sind Cafés wie Pilze aus dem Boden geschossen mit jeder wollte seinen eigenen Spin drauflegen, ob das Meerjungfrau Pfannkuchen sind oder sonst irgendwas. Wie ihr von meinen anderen Videos wisst, wenn ihr diese regelmäßig schaut. Ich liebe Kaffee und in meiner Meinung hat Australien oder Sydney den besten Kaffee der Welt. Nummer 3 ist das Wetter. Hier scheint die Sonne fast 365 Tage im Jahr. Natürlich haben wir Regentage. Natürlich kann es hier kalt werden im Winter, aber der Winter ist sehr mild. Dieses Jahr in 2021 hatten wir vielleicht 2 Wochen, wo es extrem kalt war, aber allgemein ist es ziemlich warm. Selbst im Winter haben wir 20 Grad am Tage. In der Sonne kann es ganz schön heiß werden. Und du hast hier halt sozusagen immer Urlaubswetter. Nummer 4 ist die Auswahl an Früchten und Gemüsen. Da Australien verschiedene Klimen hat, wir haben kaltes Wetter, wir haben heißes Wetter, wir haben tropisches Wetter, wachsen sehr viele Früchte und Gemüsearten hier in Australien. Diese müssen nicht unbedingt importiert werden. Da Sydney auch sehr viel asiatische Kultur hat, haben wir hier eine Auswahl an Früchten, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben gegessen hätte. Um ein paar zu nennen, ist Rambutan, Mangostin und Bittermelon. Ich bin mir sicher, dass es die in Deutschland zu kaufen gibt, in bestimmten Läden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese sehr teuer sein werden, weil diese müssen importiert werden. Hier wächst fast alles in Australien und muss einfach nur von einem Eck ins andere Eck gebracht werden. Nummer 5 ist das regionale Reisen, wo du einfach ins Auto springen kannst und ein Weekend-Getaway planen kannst, entweder in die Weinberge, in unser Hunter Valley. Das ist eine Weinregion, die ist sehr berühmt. Die machen auch Weintours. Wir haben die Central Coast, die ist ungefähr vielleicht 3 Stunden Autofahrt von hier entfernt. Da kann man sich schön entspannen, hat auch sehr schöne Strände. Wir haben Jervis Bay, ist ungefähr auch 2 bis 3 Stunden Autofahrt südlich, wo du weißen Strand hast und beim Sonnenuntergang die Kängurus an den Strand kommen. Also du hast hier wirklich 1 Million Möglichkeiten, jedes Wochenende was Neues zu erleben und was Neues zu sehen. Also Sydney und New South Wales hat viele regionale Sehenswürdigkeiten, die man sich echt nicht entgehen lassen sollte. Nummer 6, wie multikulturell Sydney ist. Du hast hier alle möglichen Kulturen.
Die bringen alle ihre Gerichte aus ihren Ländern. Du kannst hier wirklich fast jedes Restaurant finden, ob es italienisch, spanisch, japanisch, thailändisch ist wurscht egal. Ich möchte das Multikulturelle nicht nur aufs Essen beschränken, aber halt auch auf Haushaltsgegenstände. Ich habe einen Reiskocher. Ich hätte mir niemals im Leben einen Reiskocher gekauft, wenn ich noch in Deutschland leben würde. Oder Hautpflege. Koreanische, japanische Hautpflege ist hier sehr leicht zu bekommen. Und manchmal, wenn man halt über seinen Tellerrand schaut, dann findet man Dinge, die vielleicht einem besser passen. Nummer 7 ist die Fähre zur Arbeit nehmen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich die Fähre zur Arbeit nehmen kann. Ich lebe hier 10 Minuten weg von der Fähre und in meinem vorhergehenden Job habe ich morgens einfach mich in die Fähre setzen können, 45 Minuten auf dem Wasser, gechillt, auf Arbeit fahren, du kannst dich relaxen, du kannst ein Buch lesen, absolut das Beste. Also bist du nicht eingeengt in den Zug mit anderen Leuten, sondern du kannst einfach in der Fähre sitzen, du hast Platz und es ist sehr ruhig am Morgen und jeder genießt einfach nur die Fahrt auf die Arbeit. Nummer 8 ist, wie innovativ Sydney oder Australien ist. Besonders seit Corona musste Sydney sich etwas beeilen mit den ganzen Innovationen. Zum Beispiel, ich habe ein Video über Apps gedreht. Apps, die du hier in Sydney brauchst, um dein Leben zu erleichtern. Banken machen alles über Apps. Kontaktloses Bezahlen ist gang und gäbe hier. Mit deinem Telefon bezahlen, mit deiner Uhr bezahlen. Das gehört hier mittlerweile zum Alltag dazu. Sehr selten siehst du noch nur Bargeld. Akzeptanz, du machst deine Steuererklärung übers Internet. Also die Innovation hier ist schon sehr vorangeschritten in Sydney. Nummer 9 sind Feiertage werden aufs Wochenende verschoben. Zum Beispiel an Weihnachten, der 25. und 26. ist ja ein Feiertag. Und wenn dieser aufs Wochenende fällt, auf einen Samstag und einen Sonntag, werden diese auf Montag und Dienstag verschoben, weil die wollen hier, dass Leute maximale Entspannung bekommen. Und wenn ein Feiertag aufs Wochenende fällt, dann entspannt man sich ja nicht in dem Sinne, weil am Wochenende hast du ja so oder so frei und die wollen halt, dass Leute so viel frei wie möglich bekommen. Das Einzige, was ich halt hier noch als Kaviar sagen möchte, ist, dass in Sydney oder Australien haben wir nicht so viele Feiertage wie in Deutschland und da ergibt sich das halt eher, dass man dann Feiertage auf den Montag oder Dienstag verschiebt. Und Nummer 10 ist definitiv die Sicherheit. Ich fühle mich sehr sicher in Sydney. Guckt, ja, es gibt Ecken und Enden, wo man sich alleine vielleicht nicht nachts aufhalten soll. Straßenlampen sind in den Stadtteilen auch ein bisschen, da haben sie irgendwie gespart, aber allgemein, man fühlt sich halt doch sicherer hier in Sydney als zum Beispiel in London oder in meinem Dorf. Ich weiß es nicht warum, aber in Deutschland, in meinem Dorf, habe ich mich nicht so sicher gefühlt wie hier in Sydney. Ich habe kein Problem abends, wenn ich im Dunkeln nach Hause laufe, habe ich kein Problem mit Kopfhörern Musik zu hören, weil ich mich einfach sicher fühle. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Gib mir doch ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere mich, wenn du mehr Videos sehen willst. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht und ich sehe dich in meinem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!